Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strehlitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die morgige Inauguration des 46. US-Präsidenten Joe Biden. Oder die des 45. Präsidenten Donald Trump. Kann alles morgen passieren. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann kann es sein, dass deine Kaffeetasse auch hier stehen kann. Und falls du also auch einmal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend schauen wir uns einmal an, was seit dem 3. November in den USA so passiert ist. Und für alle, die gerade aus dem Koma erwacht sind, erst einmal Respekt, dann zuerst die Show zu gucken und danach den Liebsten anzurufen, passierte dann das hier am Samstag nach der Wahl. Inzwischen haben die 538 Wahlmänner und Frauen im Land mehrheitlich Biden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Wie erwartet erhielt der Demokrat 306 Stimmen, auf den Wahlverlierer Trump entfielen 232. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat erkennt das Wahlergebnis erstmals an. The Electoral College. Das Wahlleutegremium hat gesprochen. Ich gratuliere dem designierten Präsidenten Joe Biden. Und so wird Joe Biden dann morgen, wie die 45 Präsidenten vor ihm, vereidigt, zieht ins Weiße Haus ein und fertig. Das war's, mehr ist nicht dazu zu sagen. Ich denke mal, dann bin ich für heute durch. Das war mal wieder richtig leicht verdientes Geld von den Öffentlich-Rechtlichen für mich. Also Attila, falls du wieder einmal ein Problem damit hast, ruf direkt bei der Intendantin vom RBB, Patricia Schlesinger, an. Das ist auf deinem Kindertelefon zweimal die Q-Taste drücken und einmal die Ente. Natürlich ist das morgen nicht so einfach. Und das liegt vor allem an einem, Donald Trump. Und weil ich es echt langsam leid bin, immer wieder über Donald Trump zu reden, machen wir das heute einmal in einem Rutsch. In den letzten 4 Jahren habe ich 22 Shows direkt oder indirekt über Donald Trump gemacht. Und das ist echt scheiß viel. Dabei sollen doch alle Shows sich nur um einen drehen, nämlich um mich. Das waren 8 Shows direkt über ihn und 14 indirekt. Wie zum Beispiel über die WHO und die NATO, dass beide nicht ganz so scheiße sind, wie er meinte. Nicht zu vergessen die Show über das sogenannte Gerrymandering, was wiederum gerade den Republikanern hilft, seit Jahrzehnten Wahlen überhaupt noch gewinnen zu können, obwohl es immer weniger weiße alte Männer in den USA gibt. Und sowas träumt ansonsten nur Friedrich Merz jede Nacht. Was natürlich Schwachsinn ist, weil Friedrich Merz niemals schläft. Denn zum einen ist Schlafen sozialistische Propaganda und zum anderen kann man seine dunklen Ränder unter den Augen nicht anders erklären. Außer natürlich, er vermietet die unter als lokale Kläranlagen. Um aber verstehen zu können, was seit der US-Wahl am 3. November passiert ist, müssen wir uns heute Abend 4 Fragen stellen. Das Wer, das Wie, das Wo und das Warum. Zum Wer gehört natürlich Donald Trump selber. Ich könnte jetzt schon wieder stundenlang alleine über ihn reden, das immer wieder zeigt, dass er nicht das brillante Mastermind hinter all dem ist. Wobei schon alleine hier Tick, Trick und Track als Beweismittel dienen, dass er definitiv kein Mastermind ist oder je war. Wir könnten darüber reden, warum Donald Trumps Schreibtisch im Oval Office fast die ganze Zeit über so leer war, während der von Obama meistens voll bepackt war mit Unterlagen. Nun kann es natürlich sein, dass Obama nur in den Unterlagen seine Geburtsurkunde gesucht hatte. Wichtig sind aber bei der Frage wer die Mitarbeiter, die Lakaien rund um Donald Trump. Sei es ein Außenminister Mike Pompeo, der meinte, dass es natürlich eine saubere Übergabe geben wird zur zweiten Trump-Regierung. Oder Donald Trumps Pressesprecherin im Weißen Haus, Kayleigh McEnany, die es auch als Barbie im Shop von Fox & Friends gibt oder die aus diesem Shop sogar selber stammt. Die auf die Frage, ob denn Donald Trump an der Inauguration morgen teilnehmen wird, allen Ernstes meinte, dass selbstverständlich der Präsident an seiner eigenen Inauguration teilnehmen wird. Und die Liste könnte ich jetzt noch tagelang weiter lesen. Wenn denn nicht Buchstaben auf dem Teleprompter ziemlich teuer wären, deshalb recyceln wir hier auch so viele LOLs. Nur bringt uns das direkt zum Wie, nämlich wie Donald Trump versuchte seine Macht zu erhalten.
indem er, Spoiler, lügte, bis sich die Balken bogen. Ganz nach dem Credo: eine Wahl, die ich nicht gewonnen habe, ist manipuliert. Basta. Aber das Anzweifeln einer Wahl fing eben nicht erst ein paar Monate zuvor an mit den Lügen über die Briefwahl, sondern Donald Trump machte das schon 2016 vor der Wahl, damals gegen Hillary Clinton. Remember, we're competing in a rigged election. This is a rigged election, folks. They even want to try to rig the election at the polling booths. And believe me, there's a lot going on. Do you ever hear these people? They say there's nothing going on. People that have died 10 years ago are still voting. Illegal immigrants are voting. Sprich, er hat dort schon begonnen, den Boden zu beackern, den er heute gerne abernten würde. Nämlich durch Zweifel an der Legitimität der US-Wahl. Einer Wahl, die trotz oder wegen eines Bürgerkrieges stattgefunden hat, während zweier Weltkriege, während eines Vietnamkrieges, der offiziell aber gar kein Krieg war und dementsprechend nicht im Marvel-Kanon drin ist, und mehreren Kriegen im Irak. Amerikas Rückgrat ist eben nicht eine dicke Armee oder die größte Schuldenlast der Welt, sondern sich auf eines immer verlassen zu können. Nämlich, dass alle 4 Jahre gewählt wird und nur meistens weniger als 50% der Amerikaner das mitbekommen. Aber diese Wahl ist, so unfair sie im Detail auch sein mag, immer noch frei. Und mit diesem Säen von Zweifel am Wahlsystem, nur wenn man verliert natürlich, hat Donald Trump 2016 begonnen. Und als klar wurde, dass wegen der Corona-Pandemie viel mehr Menschen von zu Hause aus wählen werden und gerade bei der Briefwahl die Demokraten stärker sind als die Republikaner, stellte er die Briefwahl schon einmal sicherheitshalber an den Pranger, weil sie seiner Meinung nach total manipuliert sei. Und so kam es dann, dass Donald Trump sich 2 Tage nach der Wahl am 3. November mitten in der Auszählung dann einfach zum Sieger ernannte und forderte, dass man das Zählen endlich stoppt. Stop the count. Bis ihm einer seiner Berater bestimmt im Voll-Kevlar-Anzug sagte, dass, wenn man jetzt die Auszählung stoppt, er direkt verloren hätte gegen Joe Biden. Und so kam es, dass auf der einen Seite des Landes nun Stop the Count propagiert wurde und am anderen Ende des Landes Count the Votes. Wenn das nicht schizophren genug ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Und das bringt uns zum Wo. Wo sollte diese Wahl entschieden werden? Nicht an der Wahlurne, sondern vor Gerichten. Das Erschreckende daran ist, dass Donald Trump schon vor der Wahl keinen Hehl daraus gemacht hatte, dass er die Nominierung von Amy Coney Barrett nur so schnell durchboxen wollte, damit er notfalls am Supreme Court einen 6:3 Vorteil hätte, wenn die Wahl vor dem Supreme Court enden würde. Und genau hier zeigt sich nur, dass Donald Trump eben kein Mastermind ist. Denn keine seiner Klagen hatte eine Chance, weil leider sein persönlicher Anwalt Rudy Giuliani, den man hier sieht, wie er zeigt, welche Tricks er Nosferatu beigebracht hat, bei all den Klageschriften, die zeigen sollten, dass bei der Wahl betrogen wurde, vergessen hatte, genau diese Beweise anzufügen. Eigentlich ein cleverer Zug, kennt man ja von den QAnon-Weichköpfen, die auch meinen, dass es eine satanische Elite gibt, die Kindern Adenochrom entnimmt und dass sie selber sogar Beweise dafür haben, die nicht zeigen, denn das sollen ja die anderen herausfinden. Quasi ein Schrödingers Katze-Prinzip, halt nur ohne eine Katze in der Kiste. Und ohne Kiste. Und ohne Schrödinger. Einer Umfrage von Politico nach glaubten vor der Wahl 35% der Republikaner, dass die Wahl 2020 manipuliert werden könnte. Nach der Wahl waren es schon 70%. Genau das führt uns zum letzten Punkt, nämlich dem Warum. Warum klammert sich Donald Trump mit Händen und Füßen an das Amt? Und das, obwohl ihm das Amt definitiv keinen Spaß gemacht hat, wobei das Bild hier aus dem Kontext gerissen wurde, da er danach von Angela Merkel einmal übers Knie gelegt wurde. Donald Trump braucht das alles zum einen, um an seiner eigenen Dolchstoßlegende zu arbeiten. Dass nicht er verloren hat, sondern böse Kräfte im Hintergrund alles getan haben, um ihn loszuwerden. Klassische Scooby-Doo-Folge, um das Rätsel zu lösen. Eigentlich wäre Scooby-Doo nicht abgeschoben worden, weil er illegal aus Honduras eingewandert war. Und zum anderen ist man als US-Präsident immun gegen jegliche Verfolgung durch die Justiz. Aber noch viel besser, zum KFC-Bucket gibt es ein eigenes Justizministerium gleich mit dazu. Nur schützt genau dies einen besser als jede Rechtsschutzversicherung der Welt. Genau das nun zu verlieren, ist etwas, das Donald Trump mehr fürchtet
als die Wahrheit eine Windböe oder Regenschirme. Er kann auf einmal verurteilt werden. Und auch eine Sammelbegnadigung von ihm würde dann selbst vor dem Supreme Court nicht halten, wie einst die Klage The Smeller is the Fella gegen den kleinen Timmy schon zeigte. Aber den eigentlichen Schaden haben er und seine willigen Helfer damit schon geschafft. Nämlich das eigene Wahlsystem langfristig zu kompromittieren. Aber das hier ist Donald Trumps Story Arc, den er selber geschrieben hat, seine eigene Dolchstoßlegende, um dann mit seinen Greatest Hits über die Dörfer zu tingeln. Wie ansonsten nur David Hasselhoff bei allen Autohauseröffnungen in und um Bielefeld das ganze Jahr über. Dass Donald Trump dabei alles dafür getan hat, um das Rückgrat der USA zu brechen, ist ihm egal. Das ist sein verfickter Story Arc, da stört so etwas wie freie Wahlen, Demokratie und das ganze westliche Gedöns eh nur. Nur wer soll vor einer USA Angst haben, die ihr eigenes Wahlsystem öffentlich zu Grabe führt? Joe Bolsonaro, der hier zeigt, was er gerade in seinem After gefunden hat? Rodrigo Duterte, dessen Ghetto-Farce du definitiv nicht erwidern willst? Und das ist der eigentliche Coup d'Etat von Donald Trump. Ab morgen hat die USA 2 Präsidenten. Einen legitim gewählten, der die Kluft zwischen allen zuschütten möchte, und einen, der von der Toilette in Mar-a-Lago aus alles dafür tun wird, diese noch tiefer zu reißen. Habe ich schon einmal gesagt, wie sehr ich Angela Merkel liebe? Nicht als Person oder als Politikerin im Morgenmantel schon länger, sondern als Kanzlerin, die uns so eine Scheiße bisher erspart hat. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.